Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf F9 und auf diesem Server endet bereits heute schon der Elevator. Ein Tag früher natürlich, jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, in 10 Stunden, 27 Minuten, 20 Sekunden. Und ja, wir mit Celtic befinden uns natürlich auf Platz 2. Auf Platz 1 mit sehr krassem Abstand Horizon momentan gerade. 8,4 Millionen Höllenmarken. GZ an der Stelle ist eine wirklich sehr starke Leistung. Ich habe diesmal gar nicht so sehr krass hier reingepilzt, weil wir so oder so, ja, sag ich mal, Platz 2 sind und jetzt nicht großartig die Chance haben, Platz 1 zu holen. Habe ich jetzt nicht so eingesehen, da jetzt so extrem heftig reinzupilzen so. Es war für mich kein Thema, öfter mal auf die Stufe 500 zu kommen. So sieht das Ganze übrigens aus, wenn man das Ganze geschafft hat. Allerdings habe ich dann nicht immer alles investiert an, sag ich mal, ja, Pilzen für die Schokis, sag ich mal, für die Schleckereien, um halt eben da nochmal die extra Boni rauszuholen. Das habe ich nicht gemacht, ja. Ansonsten, ja, wenn ihr denkt, dass das hier schon eine sehr kranke Leistung ist, dann können wir sehr gerne mal zu den momentan stärksten Gilden der Welt schauen, beziehungsweise so der Gilde, die meiner Meinung nach, ich glaube zumindest, ich weiß nicht ganz genau, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber im Moment die höchsten Höllenmarken haben, und das sind hier die Endgegner und Gods of Light. Und das Kranke ist, die sind jetzt schon deutlich über Horizon, und auf dem Server läuft halt der Elevator noch einen Tag länger. Also die sind jetzt schon weit vor uns auf F9, obwohl der Elevator auf deren Server einen Tag später gestartet hat. Das heißt, die haben noch Potenzial, sage ich mal, noch ein Stück weiter nach oben zu kommen, und das ist sehr krass. Ich bin extrem gespannt. Es sind jetzt schon komplett neue Rekorde gebrochen, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber ich bin extrem gespannt, ob hier der zweistellige Millionenbetrag angekratzt wird. Das ist extrem heftig, und das hätte, glaube ich, niemand von uns erwartet, dass das mal so schnell auf uns zukommen wird. Aber Helletech sei Dank, denn das macht einiges aus. Und ja, sorgt halt eben für solche exorbitanten Ergebnisse. Wenn man von Tag 1 bis Tag 10 wirklich jeden Tag Ebene 1 bis Ebene 10 in der Helletech wirklich machen würde, dann bekommst du insgesamt, also wenn man alles schlagen würde, das haben jetzt die Endgegner nicht geschafft, ich glaube Ebene 8 ist, glaube ich, das höchste. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, was sie geschafft haben. Ich weiß aber jetzt nicht, 7 oder ich glaube 8, ja. Dann machen sie über die 10 Tage verteilt über 2 Millionen Höllenmarken, wenn sie halt wirklich alles wahrnehmen. Ich glaube, die 8 war das gewesen, was sie gemacht haben. Bei uns auf F21 bei Rising Phoenix sieht es noch ein bisschen besser aus tatsächlich. Beziehungsweise, ja, wir haben hier 7,6 Millionen. Und bei Celtic, beziehungsweise auf dem Server, haben wir 6,2, also haben wir schon die Gilde überholt, sind noch ein bisschen hinter Horizon, haben aber auch hier einen Tag noch länger Zeit. Und ja, hier sind wir mit der Aufteilung deutlich stärker, sag ich mal, dran. Wir sind hier genau bei der 7, die kriegen wir hin, und demzufolge müssen die Endgegner definitiv auch Höllenangriff 1 bis 8 safe schaffen. Und ja, hier können wir ansonsten nochmal sehr gerne reingehen und uns anschauen, den Kampf. Und ist relativ easy gelaufen, sag ich mal, mit den Teilnehmern, die wir jetzt hier drin haben in dem Raid. War es okay, sag ich mal. Ne? Also ja, das geht auf jeden Fall klar. Werden wir uns auch gleich wieder hier mit einschreiben. Und ja, auch hier habe ich diesmal verhalten, sage ich mal, gepilzt auf dem Server hier, weil hier sind wir zum Beispiel mit Abstand auf Platz 1. Das heißt, hier brauchen wir tatsächlich auch gar nicht so extrem reingehen, weil wir hier halt eben mit Abstand auf Platz 1 sind. So, ne? Da macht uns niemand so schnell, sage ich mal, den Braten streitig. Ja? Wo es nach wie vor sehr spannend aussieht, ist halt eben auf W50. Dort waren wir tatsächlich
heute Nacht sogar auf Platz 3 gewesen. Also es war zwischenzeitlich sogar so, dass wir auf Platz 3 waren und das hat in mir auch extrem viel Euphorie, sag ich mal, für Euphorie gesorgt, dass wir überhaupt mal so in diese Treppchenposition reinkommen. Auch hier haben wir natürlich noch einen Tag Zeit und wenn ich es schaffen sollte, ich weiß nicht ganz genau, ob ich es hinkriege, aber wenn ich es schaffen sollte, würde ich liebend gerne auf jeden Fall den Finish, also den offiziellen Finish, nicht heute auf F9, sondern morgen dann, streamen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe zeitmäßig. Aber das würde ich definitiv sehr, sehr fühlen, um halt eben die letzten Minuten auf dem Server hier auch mit zu beobachten. Der für mich natürlich spannendste Server, weil ich selbst hier die Leitung bin in der Holzfällerhütte natürlich, ne? Und nach wie vor hier extrem spannend. Aber es sind so viele Server, die mir gesagt worden sind, hier guck mal hier, da ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie Widderkämpfe, da ist übelst krass und da ist übelst knapp. Und es sind extrem viele Server, wo halt eben die Kämpfe sehr, sehr knapp sind. Und ja, abschließend nach wie vor kann ich zu diesem Feature sagen, also hier lohnt es sich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oder warte mal, wann ist der beendet? In 10 Stunden. Verbleibende Zeit bis zum nächsten Angriff 8 Stunden. Okay, dann ist tatsächlich am letzten Tag, das ist interessant. Das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Am letzten Tag haben wir nochmal die Chance, in den Elevator reinzugehen hier. Oder in den Höllenangriff. Wir gehen hier mal wieder auf die Ebene gleich. Also das ist auch sehr wichtig für euch, dass ihr das wisst, weil ich hätte gedacht, dass am letzten Tag, der endet ja um 20 Uhr, dass dort an dem Tag nicht nochmal eine Hell-Attack stattfindet. Aber anscheinend 2 Stunden zuvor, verbleibende Zeit bis zum Angriff, 8 Stunden 20, scheint man nochmal hier den letzten Angriff vom letzten Tag nochmal nutzen zu können. Also sehr wichtig, aufgepasst, sagt das euren Gildenmitgliedern, die das vielleicht noch nicht wussten, dass den letzten Tag ihr euch auch nochmal melden sollt zum Höllenangriff in eurer Gilde, weil das auch nochmal mit reinzählt tatsächlich. Das ist interessant, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ist sehr nützlich, denke ich mal, zu wissen. Krass, habe ich jetzt wirklich erst hier im Video entdeckt, muss ich sagen. Deswegen haben wir vielleicht noch mal die Chance auf W50, wenn wir da einen Tag noch mal länger Zeit haben, weil gefühlt haben wir eine etwas bessere Aufteilung als Knights Husseini, was den Höllenangriff angeht, weil jedes Mal nach 0 Uhr, wenn die Angriffe registriert worden sind, dann haben wir einen kleinen Fortschritt gehabt, beziehungsweise waren wir eben halt auch eben auf Platz 3 gewesen. Tagsüber macht sich dann mehr so das Pilzen in den einzelnen Etagen dann bemerkbar von den Mitgliedern. Aber nach der Höllenangriffs-Gruppenbelohnungsausschüttung, was ein Wort, Digga, macht es dann doch eher den Anschein, als hätten wir da eine etwas bessere Aufteilung, was das angeht. Auf dem Server ist schwierig mit Ebene 6 momentan. Wir gehen hier auch wieder rein. Ja, bis zur Ebene 5 nehmen wir alles mit. Das ist sehr gut, das ist auch sehr wichtig. Und wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Gilde hier, die nochmal eigentlich, ich weiß gar nicht den Gildendurchschnitt, aber der Gildendurchschnittslevel ist ja gar nicht so wichtig, eigentlich die Durchschlagskraft der Gilde, sag ich mal. 505, aber einfach nur mal so zum Vergleichen so ein bisschen. 505 und hier haben wir 531. Also alleine daher müssten die deutlich vor uns sein im Elevator. Und dafür, dass wir aber so knapp an deren Poppes hängen, kann ich nur nach wie vor wieder sagen, Holzfällerhütte mit allen Teilnehmern hier, bin ich sehr stolz. Wir machen eine gute Arbeit hier auf dem Server, alle wirklich sehr aktiv und geben ihr Bestes, jeder Einzelne gibt sein Bestes hier im Elevator und deswegen extrem krass jetzt schon, was wir hier geleistet haben und deswegen Grüße gehen raus an jeden hier. Genau, und falls es diesmal nichts werden sollte mit Platz 3, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Mal schauen, wir haben ja Zeit, wir haben vor, hier auf dem Server langfristig zu spielen und deswegen, denke ich mal, wird das früher oder später vielleicht auch noch klappen. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht, aber auch auf, was hier so auf F8 läuft, ob die Endgegner
und Gods of Light, wer von denen Platz 1 wird, ja, und ob die nochmal erreichen, den 10 Millionen Betrag irgendwie zu knacken, die 10 Millionen magische Grenze. Bin ich sehr gespannt. Leute, das soll es soweit von mir gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.